Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Heute geht es am M2 um diese Abdeckung, die sich vorne im Motorraum befindet. Ich zeige es euch gleich, welche Abdeckung da verbaut ist. Also sie sieht genauso aus wie diese hier, nur diese ist aus Carbon und entsprechend leicht. Ich habe auch schon die Waage aufgestellt, um dann gleich mal zu wiegen, wie viel das wiegt. Also gefühlt wiegt das nichts. Ich habe auch schon mal grob hingehalten. Die Punkte mit den Löchern sollten eigentlich stimmen. Es sah zumindest jetzt beim ersten Drauflegen mal grob so aus. Wir haben hier an der Seite ein Gewinde, hier haben wir ein Gewinde und das natürlich auf der anderen Seite auch. Der Rest sind einfach Schrauben, die man sozusagen durchsteckt. Da muss ich dann gucken, dass ich hier vielleicht irgendwie so einen kleinen Gummidichtungsring unterlege an den jeweiligen Stellen, damit ich mir hier das Carbon nicht verkratze. Das wäre ja irgendwie super schade. Und ja, jetzt hätte ich gesagt, wir gehen einmal zur Waage und schauen, ob die Waage was anzeigt und wenn ja, was. So, ich habe die Waage aufgebaut. Ich habe sie jetzt auch schon genullt. Ich hoffe, man kann das im Video erkennen. Ne? Und jetzt legen wir hier einmal die Carbonblende drauf. Ich muss jetzt so rum leider hinlegen, sonst fallen die Ecken immer nach unten. Sie liegt jetzt vollständig auf und kann sich auch nirgends abstützen. Und wir sind bei einem Gewicht von 420 Gramm oder beziehungsweise 0,42 Kilogramm. Das ist also ja nicht mal ein halbes Kilo, das ist echt wenig. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir einmal im Motorraum, wie denn das Originalteil aussieht, wie wir da rankommen und tauschen das jetzt entsprechend. Das ist jetzt der Motorraum. Wir haben hier die Carbonstrebe und das Teil, was ich jetzt heute wechseln möchte, ist dieses Metallelement, was eben hier so einmal rumläuft. Wie gesagt, hat die gleiche Form wie das Carbonteil. Ob die Passgenauigkeit genauso gut ist, werden wir jetzt gleich rausfinden. Es sind relativ viele Verschraubpunkte. Wir haben hier drüben, wie wir sehen können, 6 Stück, allein um das Teil nach unten zu fixieren. Dann haben wir hier nochmal so eine kleine Fixierung für irgend so eine Lasche vom Scheinwerfer oder irgendwas, was das ist, keine Ahnung. Das Ganze hat man natürlich auf der anderen Seite. Dann geht hier nochmal die Domstrebe dran und wir haben hier vorne, das sieht man jetzt nicht, da sind auch nochmal 1, 2, 3 Befestigungspunkte pro Seite, also haben wir hier 3, dort haben wir nochmal 6, 7, 8, das heißt insgesamt 18 Schrauben, 16 Schrauben, weil wir halt auf jeder Seite 8 haben. Und ja, die müssen wir jetzt lösen und wie ihr sehen könnt, sitzt die Carbonstrebe direkt darüber. Bedeutet, wir müssen mal wieder die Carbonstrebe ausbauen. Kennt ihr jetzt schon aus verschiedenen anderen Videos von mir. Dafür diese Verschraubpunkte hier vorne lösen. Hier sind wie gesagt kleinere Schrauben drin. Dann haben wir hinten nochmal 2 Verschraubpunkte und den einen Verschraubpunkt hier am Ausgleichsbehälter für das Kühlmittel. Insofern, ja, hätte ich gesagt, nicht mehr lange reden. Ich fange jetzt an, das abzubauen. Ich packe euch in den Zeitraffer. Und wenn ich das hoffentlich hier gut rausbekomme, dann werde ich das Teil einmal wiegen. Gebe euch dann auch nochmal eine Übersicht über das, was ich alles schon ausgebaut habe, was ich gespart habe. Ich habe natürlich auch ein bisschen was reingebaut an Gewicht, wenn wir an die große Bremsanlage denken. Aber da zeige ich euch dann gegen Ende eben die Übersicht. Jetzt fangen wir erstmal an, hier die Carbonstrebe wieder auszubauen.
So, jetzt habe ich die Schrauben alle gelöst und wie hätte es anders sein können? Das war ja gleich die erste Schraube, wo ich probiert habe, die sich verkantet hatte und dann war natürlich sofort der Kopf hinüber. Habe ich jetzt ausgebohrt, muss ich noch sozusagen im Gewinde ausbohren. Ansonsten sind jetzt alle Schrauben gelöst, zumindest alle, die ich gesehen habe, und es fühlt sich jetzt so an, als ob das auch rauskommt. Hier unten drunter ist ja dieser Verriegelungsmechanismus für die Motorhaube und unter dem ist nochmal eine Plastikschale. Das heißt, ich werde jetzt versuchen, das hier irgendwie so schräg rein, raus, rumzufummeln, wie auch immer, muss ich mal gucken. Und dann müsste ich das eigentlich nach oben abheben können. Wie gesagt, nur für euch die Info, was jetzt das Problem war halt hier die Schraube festgegammelt. Wobei die hatte ich erst neu gemacht. Ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Es geht halt nichts, ohne dass ich eine Schraube ausbohren muss. Dann, wie gesagt, hier vorne sind noch so Verschraubpunkte. Ne? Die habe ich jetzt auch alle gelöst. Die gingen auch ganz gut. Das ist ja das von der Domstrebe. Insofern kann ich jetzt versuchen, das da rauszurütteln. Bezüglich dem Werkzeug, was ihr braucht, also mal angenommen, es reißen keine Schrauben ab oder beziehungsweise es verkanten sich keine Schrauben, dann braucht ihr einen T30. Ihr braucht eine 13er und eine 10er Nuss. Die 13er Nuss braucht ihr für die Schrauben an der Domstrebe. Die 10er Nuss braucht ihr für die kleine Schraube am Kühlmittelbehälter. Dann, wie gesagt, den 30er Torx. Und, wenn mich nicht alles täuscht, war hier für die großen Schrauben von BMW, gucken, ob ich das mit einer Hand, ja, kriege ich hin. Das ist dann ein 45er Torx. Ne? Also, das ist so das, was ihr braucht. Den 30er braucht ihr für diese kleinen Befestigungen an der Seite, die da in Höhe des Scheinwerfers sind. Und den 30er, den braucht ihr dann für diese Dinger hier. Und den 45er eben für die Schrauben. Ihr habt normalerweise überall vorne diese Schrauben. Ich habe die halt bei mir durch die hier ersetzt. Habt ihr gesehen, wie gut das funktioniert hat? Ja, ist halt schwierig. Wenn ihr die Originalschrauben lasst, dann sollte das problemlos gehen. Bei mir sind die jetzt so korrodiert, weil ich ja die andere Motorhaube habe. Das heißt, da läuft halt Regenwasser rein. Ich muss halt gucken, dass ich das Fahrzeug einfach nicht draußen stehen lasse. Dann sollte das nicht passieren. Ich prüfe mal, ob ich da noch welche habe, die in einem besseren Zustand sind. Und dann würde ich neu verbauen. Jetzt schauen wir aber erstmal, wie ich das Teil da rausgefummelt bekomme. So, jetzt habt ihr gesehen, ich habe es rausbekommen. Jetzt werden wir es gleich wiegen, aber vorher möchte ich noch umbauen diese, ja, ich sag mal, diese Dämpfer oder Stopper, die hier in dem Altteil verbaut sind. Auf der einen Seite habe ich das jetzt schon mal in Stillarbeit rausgeholt, damit ich einfach weiß, wie das geht und ich euch das erklären kann. Was braucht ihr dafür? Ihr braucht dafür einen Schlitzschraubenzieher und hier so eine Zange mit diesen ja, kleinen Stiften. Die nutzt man normalerweise, um so Sprengringe zu lösen oder zu befestigen. Brauchen wir aber gleich auch für diese Teile oder beziehungsweise für das Teil zum Auseinanderbauen. Wir haben hier insgesamt 3 Stück. Das Ganze ist dann nachher so ineinander mit dem Deckel oben drauf in diesem Träger drin. Und das erste, was wir jetzt machen müssen, wir müssen diese Kappe lösen. Dafür gibt es an der Seite so kleine Schlitze, wo wir rein können. Dann kann man dieses Mittelteil rausziehen und dann kann man dieses Ding hier lösen. Und das zeige ich euch jetzt, wie das geht. Also ich hoffe zumindest, dass ich das mit einer Hand jetzt so einigermaßen eingefangen bekomme. Nee, wird nichts. Ich hole mal schnell das Stativ. So, jetzt habe ich das Stativ aufgestellt. Jetzt müsste es eigentlich gehen. Wir haben hier, wie gesagt, an der Seite die Möglichkeit, hier mit dem Schraubenzieher so reinzugehen. Dann hebeln wir das raus. Jetzt kommt das nächste Teil. Das müssen wir auch raushebeln. Dafür müssen wir in der Mitte hier diese beiden Nasen, diese und diese, müssen wir zusammendrücken und das dann raushebeln. Irgendwo gab es auch so einen, ja, irgendwo gab es so einen Ansatzpunkt. Wie gesagt, wichtig ist, dass ihr die beiden Nasen zusammendrückt, damit sich das entriegeln lässt. Jetzt haben wir das mittlere Teil. Und jetzt bleibt eben noch dieser innere Ring. Und da müssen wir darauf achten, dass hier diese Stopper, dass wir die einmal so ein bisschen von innen nach oben biegen. Also das sind hier solche kleinen Stopper. Und die habe ich jetzt vorher von innen so ein bisschen rausgedrückt.
So, jetzt müssten wir eigentlich mit der Zange, genau, das einfach hier gelöst bekommen. Und schon haben wir es auseinander. Jetzt schauen wir mal, was das Teil hier wiegt. Jetzt, wie gesagt, schauen wir, was es wiegt. Waage ist genullt. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Spiegelt wieder so ein bisschen. Aber ich glaube, man müsst sehen können. Und jetzt legen wir das mal drauf. Wie gesagt, ich habe jetzt diese Pufferstücke ausgebaut. Das heißt, wir vergleichen jetzt auch, ja, sage ich mal, neutral. Denn die Pufferstücke baue ich ja wieder an die andere ran. Rein vom Gewicht ist das hier deutlich schwerer. Also vom Gefühl, sagen wir es mal so. Oh ja, das ist tatsächlich relativ ordentlich. Haben jetzt hier 2,92 Kilogramm. Bedeutet, wir hatten ja vorher 450 oder 420 Gramm. Also haben wir jetzt tatsächlich über 2 Kilo dann eingespart mit der neuen Strebe. Jetzt hätte ich gesagt, ich packe euch in den Zeitraffer, wie ich das wieder zusammenbaue. Drückt mir die Daumen, dass alles passt. Achso, bevor ich es vergesse, ich blende jetzt nochmal ein, was ich insgesamt gespart habe an Gewicht. Zusätzlich zu diesen 2, irgendwas Kilo. Das seht ihr dann jetzt gleich in der Tabelle aufgelistet. Und jetzt, wie gesagt, mit der Information geht es im Zeitraffer weiter, wie ich wieder alles zusammenbaue. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Oh. Don't push back. Oh. Don't push back. Don't push back. Conscience under pressure. Contents under pressure. Huh? Content under pressure. You can shake it anyway. Well, you can shake it anyway. Oh. Well, you can shake it anyway. Oh. Well, you can shake it anyway. Push back. Don't push back. Don't push back. Don't push. That's the limit. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. No, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't. Yes, that's the limit. Don't push back. Don't. Oh, that's the limit. Don't push back. Don't push. You can shake it anyway. Oh, love. Oh. You can shake it anyway. Oh. Don't push back. So, jetzt habt ihr so gut wie den gesamten Zusammenbau gesehen. Mit dem Drehmoment habe ich jetzt noch off-camera gemacht. Ich habe jetzt hier lediglich 6 Newtonmeter auf diese Schrauben gegeben. Das war mir einfach sonst viel zu heikel, da mehr drauf zu geben, wegen diesem dünnen Carbon. Das hier habe ich, also diese Schrauben habe ich alle handfest gemacht. Genauso wie die Schrauben hier vorne, die beiden, ne,
die ich da ersetzt habe. Die anderen hatte ich leider nicht, die muss ich mir nachbestellen, damit die wieder frisch aussehen. Da habe ich auch 6 Newtonmeter drauf gegeben. Das heißt also, alle BMW Originalschrauben habe ich mit 6 Newtonmeter jetzt angezogen. Und diese hier, wo ich ja auch hier das Problem hatte, das musste ich ja ausbohren, konnte aber Gott sei Dank das Gewinde retten und musste es nur nachschneiden, das hat gut funktioniert. Die habe ich jetzt nur handfest gemacht. Da war mir das mit Drehmoment tatsächlich ein bisschen einfach zu gefährlich. Deswegen so weit, so gut. Bisher ist die Passgenauigkeit in Ordnung. Also klar, es ist jetzt natürlich nicht die super Passgenauigkeit wie von BMW. Es ist so leicht verspannt gewesen, hat sich dann aber irgendwie in Position gefunden. Das heißt, das passt prinzipiell. Wie gesagt, die Stopper habe ich euch ja gezeigt zum Umbauen. Und jetzt hätte ich gesagt, packe ich wieder die Domstrebe drauf. Das mache ich dann aber off-camera, das habt ihr ja schon oft gesehen. Dann wird die wieder mit dem Drehmoment angezogen. Die Domstrebe, die bekommt entsprechend 28 Newtonmeter auf alle Schrauben. Wie gesagt, nur dran denken, hier vorne sind die kurzen. Hier werde ich jetzt auch die 28 Newtonmeter verwenden. Hier ist ja ein Gewinde eingegossen oder eine Gewindehülse. Das heißt, da gehe ich jetzt mal davon aus, dass man das Originaldrehmoment weiterverwenden kann. Ich werde es merken. Falls nicht, kommt jetzt hier noch ein kleines Stückchen, falls mir irgendein Malheur passiert ist. Ansonsten sind wir fürs Video heute durch. Jetzt habt ihr gesehen, wie das geht, dieses Teil hier zu tauschen. Wie gesagt, es ist eine Gewichtsersparnis. Habt ihr ja gesehen, ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet. Ich rechne es dann im Videoschnitt aus, sind aber knapp über 2 Kilo. Ich blende es euch nochmal ein. Blende euch jetzt auch nochmal ein, welche Teile ich getauscht habe, was ich ausgebaut habe und wie viel ich jetzt Gewicht insgesamt aus dem Auto rausgenommen habe. Rein so als Information für euch. Wenn ihr irgendeins der Videos sucht, wo ich was aus dem Auto rausbaue, schaut einfach auf meinem Kanal. Ich habe die Playlist M2 Competition. Da findet ihr eigentlich so gut wie alle Videos, beziehungsweise da habe ich eigentlich so gut wie alles auf Video dokumentiert, was ich am Fahrzeug umgebaut habe. Wie gesagt, ich hoffe, es war was Hilfreiches für euch dabei. Ich baue jetzt die Domstrebe ein, wünsche euch eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao!